Schnell, intelligent, überall. Das sind die Anforderungen an heutige Heimnetzwerke und das ist auch unser Motto hier auf der CeBIT 2016 in Hannover. Und was wir euch für Top-Neuigkeiten dafür mitgebracht haben, das zeigen wir euch in diesem Film. Schnell, das betrifft die Internetgeschwindigkeit, aber auch das Tempo im eigenen Heimnetz. Und wenn ihr Wert auf ein schnelles Heimnetz, insbesondere auf ein schnelles WLAN legt, dann ist die neue Fritzbox 7580 genau das Richtige für euch. Im neuen Design bietet sie die bewährten Funktionen einer Fritzbox, natürlich eine komfortable Telefonanlage für schnurlos, aber auch für Analog- und ISDN-Telefone am IP-basierten Anschluss. Neben dem ADSL- und VDS-Modem haben wir auch einen separaten Gigabit-WAN-Port, um die 7580 zum Beispiel am Glasfaser- oder Kabelmodem zu betreiben, ohne dass einer der 4 Gigabit LAN-Ports belegt wird. Neue Bestmarken erreichen wir im WLAN mit dem neuen AC Wave 2 Multi-User MIMO Standard. Insgesamt 8 Antennen, je 4 für das 2,4 und 5 GHz Band, bieten insgesamt eine Übertragungsrate von 2,5 Gigabit pro Sekunde. Und besonders interessant das Multi-User MIMO-Verfahren, mit dem mehrere WLAN-Clients gleichzeitig mit Daten versorgt werden können. Erste Geräte, die das unterstützen, gibt es bereits. Das Galaxy S7 zum Beispiel. In Zukunft wird das WLAN also deutlich schneller durch Multi-User MIMO. Die Fritzbox 7580 wird im zweiten Quartal für einen Preis von 289 € erscheinen. Schneller geht es in Zukunft auch am DSL-Anschluss zu, denn neue Verfahren wie Super-Vectoring und G.Fast bringen die Geschwindigkeit auf dem Kupferkabel langsam aber sicher Richtung Gigabit-Tempo. Gigabit-Geschwindigkeit gibt es heute schon am Glasfaseranschluss und das jetzt auch mit der passenden Fritzbox der 5490. Ausgestattet werden eine 7490 bietet sie einen Fiberport, über den sie direkt an den Glasfaseranschluss angeschlossen werden kann. Um das reibungslose Zusammenspiel zwischen Anschluss und der Fritzbox zu gewährleisten, wird die 5490 derzeit von den Anbietern ausgeliefert. Damit habt ihr freie Wahl am DSL- und Glasfaseranschluss. Ein bisschen anders sieht es heute noch beim Kabelanschluss aus, wo ihr durch den Routerzwang das Gerät nutzen müsst, das vom Provider geliefert wird. Das ändert sich jetzt zum 1.8. Ab dann gilt die Routerfreiheit. Und was ihr dann an einem Kabelanschluss nutzen könnt, das haben wir euch heute hier schon mitgebracht. Per Gesetz können die Kunden, also ihr, ab dem 1.8.2016 frei wählen, welches Endgerät sie an ihrem Anschluss betreiben möchten, egal welcher Anschluss. Wir werden pünktlich zum 1.8. die Fritzbox 6490 im freien Handel anbieten und zeigen hier auf der CeBIT bereits die neue Generation, die Fritzbox 6590. Ausgelegt für Top-Geschwindigkeiten bietet sie bis zu 1,7 Gigabit Download-Geschwindigkeit und kommt mit dem neuesten WLAN Multi-User MIMO mit bis zu 2,5 Gigabit. Über den Kabelanschluss liefert sie nicht nur schnelles Internet, ihr könnt damit auch die unverschlüsselten Radio- und Fernsehsender empfangen. So könnt ihr mit eurem PC oder mit der Fritzbox TV auch mit eurem Smartphone oder Tablet Kabelfernsehen gucken. Schnell und überall, spätestens mit Wegfall des Routerzwangs könnt ihr überall an jedem Anschluss eine Fritzbox einsetzen. Es gibt aber auch mal wieder Situationen, wo ihr vielleicht nur einen WLAN-Router braucht und genau den haben wir letztes Jahr mit der Fritzbox 4020 auf den Markt gebracht, unsere kleinste Fritzbox aller Zeiten. Nun kommt die Fritzbox 4040 dazu, die euch nochmal mehr Geschwindigkeit bietet. Ausgestattet mit einem Gigabit WAN-Port kann sie an ein vorhandenes Modem oder an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen werden und dieses über 4 Gigabit LAN-Ports weiterverteilen. An den 2 USB-Anschlüssen kann zum Beispiel auch ein Mobilfunkstick angeschlossen werden, sodass ihr das Gerät auch unterwegs nutzen könnt. WLAN-seitig mit einem 2x2 MIMO-Verfahren, WLAN-AC bis zu 866 Megabit und WLAN-N bis zu 300 bzw. durch einen neuen Codec sogar bis zu 400 Megabit. Die Fritzbox 4040 kommt jetzt im zweiten Quartal für 89 €, natürlich mit dem neuesten FritzOS. Das neueste FritzOS könnt ihr demnächst auch mit eurer Box einsetzen, denn wir sind gerade dabei, für alle aktuellen Fritzboxen den Download bereitzustellen. Denn FritzOS, das macht das Heimnetz jetzt richtig intelligent. Über 120 Neuerungen und Verbesserungen kommen mit dazu, zum Beispiel das neue Design, die Heimnetzübersicht, wo ihr alle Geräte auf einen Blick seht und auch alle Fritz-Produkte von dort aus aktualisieren könnt. Und falls ihr vielleicht auch geschäftlich in einer Arztpraxis, ein Café, einen WLAN-Gastzugang anbietet, habt ihr die Möglichkeit, damit ein sogenanntes Captive Portal zu aktivieren, dass die WLAN-Gäste erst nachdem sie Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, auch aufs Internet zugreifen können.
Und dafür bieten wir hier zur CeBIT bereits ein neues Labor an, wo es weitergeht. Denn dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, dieses Captive-Portal mit eigenen Bildern, mit eigenen Texten zu individualisieren, dass sich eure Gäste auch gleich bei euch gut aufgehoben fühlen. Das Ganze dank Responsive Design macht dann auch auf dem Smartphone ein sehr gutes Bild. Und vom Smartphone lässt sich die Fritzbox natürlich besonders komfortabel mit den Fritz-Apps bedienen, die ebenfalls regelmäßig aktualisiert werden. Noch schneller mit der neuen Fritzbox-Generation, noch intelligenter mit dem neuen FritzOS und überall einsetzbar mit den weiteren Fritz-Produkten. Wenn ihr euch jetzt schon auf die neuen Modelle freut, nicht vergessen bis dahin eure Fritz-Produkte mit dem neuesten FritzOS zu versorgen, denn schnell, intelligent und überall, das geht mit Fritz auch heute schon. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.